eine Kaiserstadt mit 3 Millionen Einwohnern. Die größte der Donauhauptstädte, die Stadt der Musik, seit hier Mozart und Beethoven lebten. Paläste, Gärten, Oper- und Museen, Kaiserstatuen, glorreiche Momente der Habsburger Dynastie, Kunst und Parfüms werden sie zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis machen. Willkommen in Wien, die Hauptstadt Österreichs im Herzen Europas. Gefällt dir das Video? Klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie, um bezaubernde Reiseziele und faszinierende Geschichten zu entdecken. Wir befinden uns in Österreich, dem Land, das Kaiserin Sisi verehrte. Die majestätische Hauptstadt Wien wird ihr Herzen stellen, da sie Bilder auf Märchen bietet. Die Melodien der klassischen Musik und des Wiener Walzers, das Café Viennois und die kulinarischen Köstlichkeiten sowie die unwiderstehliche Weihnachtsstimmung schön, glamourös und romantisch, Wien verführt seine Besucher auf den ersten Blick. Bleiben Sie bei uns, während wir die Geheimnisse und wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken. Wir starten am Stephansplatz. Die gleichnamige Kathedrale lässt uns den Atem stocken. Hier erleben Sie die mittelalterliche Pracht. Wenn Sie 343 Stufen hinaufsteigen, erreichen Sie den Balkon mit der ganzen Stadt zu Ihren Füßen, während unter dem Tempel die legendären Katakomben liegen. Von hier aus können Sie die Grabenstraßen entlang schlendern, ein interessantes Einkaufsviertel. Durch die Innenstadt gelangen wir zum Michaelerplatz, wo ein palastartiger Gebäudekomplex auffällt. Hier ist das Sisi-Museum mit Kleidung, Schmuck und Artefakten der schönen Kaiserin. Es wird gesagt, dass sie zu ihrer Zeit vielleicht beliebter war als Prinzessin Diana. Weiter geht es mit dem Bau der spanischen Hofreitschule und dem Museum Kaiserlicher Schätze. Jetzt können wir den Blick auf die Hofburg genießen. Romantische Atmosphäre und Klänge von Geigen und Kutschen. Das Schloss ist umgeben von Sehenswürdigkeiten wie dem Albertina Museum, der Wiener Staatsoper, den Felix-Museen für Geschichte und Kunst und Naturkunde, während weiter hinter das Museumsviertel liegt. In der Nähe liegt das österreichische Parlament, das an einen antiken griechischen Tempel erinnert. Wir spazieren bereits die Ringstraße entlang, ein Boulevard, der damals eine urbane Errungenschaft war. Hier sind Parks, Institutionen, Kulturen, Kunsthallen versammelt. Im Volksgarten ruhen wir uns aus, während gegenüber das Rathaus liegt, ein Ort, an dem Kunstveranstaltungen stattfinden und ein wichtiges Zentrum für Weihnachtsfeiern ist. In der Nähe liegt das Burgtheater,
und hinter das berühmte Café Central, ein Bezugspunkt Wiens zur Zeit der Weltmetropole und des Spionagezentrums. Hier sollen unter anderem Hitler, Stalin und Freund ihren Kaffee genossen haben. Mit den großartigen öffentlichen Verkehrsmitteln Wiens erreichen wir das Schloss Schönbrunn. Die Größe des Palastes, der Gärten, des Labyrinths, der Brunnen, der Glorietta mit ihrem Kaffee wird sie mit offenem Mund in Bewunderung zurücklassen. Alles, das sie tun müssen, ist das Geld zu ertragen und warm angezogen zu sein, denn die Wintermonate in Wien sind bitterkalt. Mütze, Schal, Handschuhe und Glühwein sind Pflicht. Neben dem Schloss, das einst eine Sommerresidenz der Kaiser war, liegt der Tiergarten Schönbrunn. Nächster Halt Schloss Belvedere. Ein barockes Schloss, das heute Kunstwerke und eine Sammlung des Malers Klimt beherbergt. Relativ näher kennen wir den Habsburger Dom aus dem 18. Jahrhundert am Karlsplatz bewundern. Der Prater ist ein großer, ganztätiger Park mit Retro-Fahrgeschäften, darunter ein berühmtes Riesenrad. Wir sind nach am Ufer der Donau. Auf der Donauinsel kennen wir das Austria Center, die moderne Stadt mit Wolkenkranzen, der Donaupark und den sichtreichenden Donauturm mit Aussichtsplattformen, Restaurant und Café bewundern. Es gibt keinen besseren Weg, um in festliche Stimmung zu kommen, als die Weihnachtsmärkte in jeder Ecke der Stadt und jedem Schloss zu besuchen. Die wunderbaren Gerichte der österreichischen Küche, Kürbissuppe, Schnitzel und andere Köstlichkeiten. Die köstlichen lokalen Süßigkeiten und der berühmte Kaffee geben ihnen die Energie, die sie brauchen, um weiter zu gehen und das kalte Wetter zu ertragen. Wien, ihr nächstes magisches Lieblingsziel.